Einen wunderschönen guten Abend, Freunde der zwei Sonnen. Ja, schön, dass du deinen heiligen Freitagabend mit mir teilst, kurzfristig. Denn auch ich war eben, wie sich das freitagsabends so gehört oder auch samstagsabends, am Überlegen, gehe ich hier in der Nähe in eine schöne Cocktailbar, lerne ein paar nette neue Leute kennen, vielleicht auch die eine oder andere attraktive Dame. Und dann dachte ich mir, nee, komm, wir sind in so einer gigantischen Stimmung, Aufbruchsstimmung für 2026, also zumindest der harte Kern. Und vielleicht zählt ihr ja hier dazu. Und dann dachte ich mir, komm her, machen wir einfach mal, weil manche sind ja schon auf Entzug und gleichzeitig auch ungeduldig und natürlich auch in Hektik, alles nicht Zen-like. Dachte ich mir, komm her, nutze ich die Gelegenheit und mache einfach ein spontanes Webinar und sei es auch nur, dass ich euch missbrauche, nicht zum betreuten Wohnen, keine Sorge, sondern zum betreuten Untertext produzieren für die Videoaufzeichnung für YouTube, weil das ist ja einer unserer Neuerungen für dieses Jahr, nämlich den ganzen anderen Schnickschnack da wegzulassen von den Menschen, die meinen, uns immer irgendwelche tollen Geschichten erzählen zu müssen. Nein, wir laden die Videos hoch bei YouTube mit entsprechendem Untertitel und dann kann jedes Land, ob Timbuktu oder Indien oder Türkei oder Norwegen oder Italien, schön den Untertext lesen. Also ihr seid jetzt missbraucht von mir, benutzt, ausgenutzt aufs Gemeinste für den Untertitel. Okay, gut. Ich hoffe, ihr ertragt es halbwegs. Zumindest seid ihr zu Hause. Oder ihr sitzt in der Cocktailbar und habt auf dem Tisch euer Handy liegen und denkt, hören wir uns mal an, was Zen-Großmeister Oberfuzzi uns hier zum Jahresauftakt sagen möchte. Heute habe ich noch einen meiner letzten besten Freunde getroffen und umarmt und ihm frohes neues Jahr gewünscht. Was haben wir denn heute überhaupt? 22. oder so? Januar gilt noch, wenn man sich vorher nicht gesehen hat. Also auch frohes neues Jahr, jedem Einzelnen von euch, falls wir uns noch nicht gesehen haben. Also, Freunde der Sonne, herzlich willkommen. Ich denke, es wird wieder ein grandioses Webinar. Zumindest spüre ich das so in mir, wenn in mir so die Moleküle so hin und her hüpfen und sagen, okay, gib Gas, Junge. Ähm, Ich bin voller Vorfreude und ich spüre auch, und das habe ich aber schon in den letzten ein, zwei Webinaren gespürt, dass es auch mir gut getan hat, mal so ein bisschen Webinarpause zu haben. Ich muss gestehen, es war tatsächlich, es war tatsächlich einer der schönsten Weihnachten meines Lebens. Allem voran die Weihnachtsvorzeit, so den gesamten Dezember. Ich war schon recht früh in der Weihnachtsstimmung. Dann Weihnachten selbst gigantisch. Und dann noch der krönende Abschluss mit dem Schneechaos, weil ihr müsst ja wissen, hier wo ich jetzt lebe und wohne, in Dänemark, Süddänemark, deutsche Grenze, gibt es normalerweise kein Winter und kein Schnee, wenn mal einen halben Tag und dann Schneematsch. Aber da wo ich aufgewachsen bin, im kalten Westerwald, da pfeift der Wind so kalt, da kennen wir das. Winter, auch Winterchaos und Schnee und Schlittenfahren, Schlittenfahren, Schlittenfahren. Und ich erzähle gerne diese Geschichte nochmal, denn auch dieses Webinar hier wird ein Webinar der Geschichten. Auch nicht Zen-like, ja, aber es sind Zen-Geschichten am Ende des Tages. Aber denkt immer dran, jede Geschichte, die mit Zukunft zu tun hat oder Vergangenheit, zieht uns raus aus dem gegenwärtigen Augenblick. Und Zen ist immer nur hier und jetzt, gegenwärtiger Augenblick. Feiern, die totale Akzeptanz der Realität. Das ist Zen und die Realität findet nur im gegenwärtigen Augenblick statt. Deswegen genießt es einfach jetzt. Das ist das Wichtigste und Wertvollste, was du tun kannst. Und für alle, die gemeint haben, ich wäre schon tot, wir wären tot, nur weil wir ein bisschen tiefenentspannt Weihnachtszeit gefeiert und genossen haben, einfach an die Stille, stille Nacht, heilige Nacht. Also auch an dieser Stelle der Hinweis, totgesagte leben länger. Uns gibt es seit 10 Jahren und uns gibt es auch noch die nächsten 10 Jahre, weil alles, was wir tun,
Ist vielleicht nicht zu deinem persönlichen Vorteil, aber es ist zum Vorteil der Gemeinschaft und ist auf Langfristigkeit ausgelegt. Und schon vor 10 Jahren gab es welche, die gesagt haben, das geht nicht lange gut. Schneeballsystem. Demnach wären wir das erfolgreichste Schneeballsystem aller Zeiten. Denn woran erkennt man ein Schneeballsystem? Ein Schneeballsystem erkennt man daran, dass es schon vorbei ist. Wir haben noch gar nicht angefangen. Aber sind seit 10 Jahren am Markt und die uns vor 10 Jahren schon tot gesungen haben, ja, für die ist einfach wichtig zu wissen, ähm, die selbst haben in den letzten 10 Jahren schon 8-mal die Firma gewechselt. Uns gibt es immer noch. So, der entscheidende Punkt an dieser Stelle ist, dass wir einfach erkennen, immer in die Gelassenheit zu kommen. Das hier ist alles anders bei uns, wie das, was man kennt. Denn in der unbewussten Welt ist das einzige Erfolgsprinzip, was es da gibt, ist Geschwindigkeit gepaart mit Ungeduld und immer irgendwie zu versuchen, die Geschwindigkeit zu erhöhen. Das ist hier anders, Freunde. Wir sind in der Lage, die Bremse anzuziehen, auszusteigen, Picknick zu machen, das Leben zu genießen, dann wieder einzusteigen und wieder weiterzufahren. Wir haben auch nicht sowas wie Ziele, die es unbedingt zu erreichen gilt und wo wir schon sein könnten, wenn doch nur. Nein, Freunde, tiefenentspannte Gelassenheit ist gefragt und wir sehen natürlich, dass viele von uns, die zu uns kommen, dann versuchen, ihre unbewussten Erfolgsmethoden anzuwenden. Sie werden alle scheitern, sie werden alle zerschellen an dem Fels, der da nennt sich Zen-Philosophie. Deswegen ist dieses Auftakt-Kick-Off-Webinar hier auch immer eine Einladung, endlich anzukommen in der Zen-Gelassenheitsphilosophie. Es gibt keinen Grund zu rennen. Wir müssen weder bis morgen Mittag an irgendeinem Bahnhof sein, weil sonst der Zug weg ist. Und es ist auch niemand hinter uns her, kein Zombie, kein Alien. Wir sind auch nicht auf der Flucht. Tiefe, entspannte Gelassenheit gepaart mit alberner Heiterkeit, in tiefem Gottvertrauen, nämlich dass der Schöpfer dich und mich in diese Welt gesetzt hat, nicht um uns zu ärgern, sondern damit wir die Fülle genießen und den gegenwärtigen Augenblick feiern. Und im Dezember habe ich als Westerwald-Schneekind immer mit diesen Erinnerungen Schnee, Schlittenfahren für befreundete Kinder von Familien 2 Holzschlitten bestellt. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, ich habe es ja im Dezember erzählt. So richtige Holzschlitten, wie man die so kennt, ja, die gibt es ja heutzutage kaum noch. Die meisten haben irgendwelche Plastikbobs, ja, oder rutschen auf Aldi-Tüten den Hang hinunter, wenn es dann mal Schnee gibt. Ich habe die bestellt, alle haben mich ausgelacht. Wohlweislich schon am 15. Dezember, weil sonst nämlich, wenn Schnee fallen sollte, es keine mehr gibt, weil dann kommt ja jeder auf die Idee, sich so ein Ding da zu kaufen. Ja, also habe ich das getan, alle haben mich ausgelacht. Damit muss ich leben. Sie kamen dann pünktlich, habe sie noch schön unter dem Weihnachtsbaum so drapiert. Das sah dann noch besonders schön aus. Ich habe hier so 4 Sprühflaschen mit Schnee für den Weihnachtsbaum, habe ich komplett vergessen. Nachdem ich den Weihnachtsbaum Anfang Januar abgebaut habe, habe ich die Sprühflaschen entdeckt. Oh, sollte eigentlich auch so ein Highlight werden für Kinder, dass sie meinen Baum so einsprühen können. Nun gut, dann kam der besagte Schnee. Ich habe ja immer schon damit angegeben, zählt auch zum Programm, dass ich einen besonders guten Draht zum Nerd habe und der hat einen besonders guten Draht zur Frau Holle. Dass er so einen guten Draht zur Frau Holle hat, wusste ich auch wieder nicht. Es hat hier geschneit und hat geschneit und hat geschneit und die hatten hier einen halben Meter Schnee. Für mich nach Weihnachten nochmal so das besonders schöne Highlight für diesen Winter, für dieses Jahr als Abschluss, Rückblick 2025. Natürlich waren wir auch ein bisschen erschöpft, weil wir haben Gigantisches erreicht 2025 und sind auch entsprechend
heiter, tiefenentspannt und dankbar allem voran in diese Weihnachtsferien gegangen. Und dann war das mit diesem Schnee nochmal so für mich das absolute Highlight. Was ich allerdings unterschätzt habe, ist, dass die hier, diese komischen Dänen, ne, obwohl sie da verwandt sind mit den Grönländern, wie ihr nun alle wisst, die haben eben nicht diese Kindheitserinnerungen mit Schlittenfahren und Schnee. Nach einem halben Tag Schneefall waren die hier alle angepisst. Scheiße drauf. Die haben das Haus nicht mehr verlassen, die Wohnung nicht mehr verlassen, weil sie Angst hatten hinzufallen. Das kam dann noch 14 Tage später beim Eisregen. Da sind sie alle hingefallen. Schön zu sehen, wie die so umfallen. Aber die sind auch kein Auto mehr gefahren. Ich erst recht. Wofür habe ich denn Allrad und Winterreifen? Attacke. Aber ich war der Einzige auf der Straße. Einen Streuwagen hast du auch nicht gesehen. Die gibt es nämlich hier gar nicht. Ja. Und die waren alle schlecht drauf. Und ich wieder so dieser strahlende, fröhliche Stern am Nachthimmel. Für mich war das nochmal so der Abschluss und das Feiern auch unserer Pause, die wir eingelegt haben, allen voran für die Mädels vom Backoffice. Das sind die, die ihr immer nervt, ja, mit unnötigen Fragen, nur weil ihr zu faul seid, hier im Webinar teilzunehmen oder eben auf der Telegram-Seite zu lesen. Und somit starten wir 2026 mit ganz vielen Neuerungen. Huhu. Aber keine Sorge, an unserem Konzept ändert sich gar nichts. Auch wenn manche immer direkt erschreckt schreiben, ach, diese vielen Neuerungen, ständig werden die Regeln geändert. Es ändert sich gar nichts, Freunde. Seit 10 Jahren ist es und bleibt es auch das Gleiche, was wir tun, nämlich Geld zu verdoppeln über Kryptowährungen zum einen und zum anderen bezüglich deiner Aufgabe und meiner Aufgabe, der Welt zu erzählen, dass es uns gibt. Kein Verkäufer zu sein, kein Produkt zu verkaufen, keine Produktschulungen besuchen zu müssen, sondern einfach der Welt zu erzählen, dass es uns gibt, damit diese Idee hier sich verbreitet. Das ist dein Job. Wenn du natürlich niemanden kennst, dem du von uns erzählen kannst, bist du eh schon falsch hier, ja. Aber bitte, das ist unser Job, der hat sich nie geändert, der ändert sich auch nicht. Wir verkaufen also nicht ab morgen Cola oder gestrickte Socken. Nein, wir verdoppeln Geld über Krypto innerhalb kürzester Zeit und erzählen der Welt, dass es das gibt. Das ist dein Job, das ist mein Job. Punkt. Das wird sich nicht ändern. Was sich ändern wird, sind so ein paar Schwerpunkte, zum Beispiel, dass wir mehr noch Schwerpunkt legen werden auf unsere Philosophie. Denn viele glauben, das so ignorieren zu können. So, ach, dieses Zen-Schnick-Schnack. War aber noch nie anders. Vor 5 Jahren hat schon einer unserer Helden mal zu mir gesagt, Dieter, können wir mal diesen Zen-Schnick-Schnack weglassen? Gewinnen wir doch viel mehr Zeit fürs Business. Weil sie es einfach in ihrem Kopf nicht zusammenbringen wollen, dass unsere Philosophie das Fundament ist für all das, was wir tun. Ohne diesen Zen-Schnick-Schnack gibt es keine Verdopplung. Weder für dich noch für mich. Okay? Du kannst es noch ignorieren, so, interessiert mich nicht. Ich kann es nicht ignorieren, denn ohne meine Zen-Philosophie wird das nicht funktionieren, angewandt in Business, bei der Geldverdopplung in Dubai mit Krypto-Trading. Da würde ich genauso wie die meisten Unbewussten da draußen auf die Nase fallen, Betrügern zum Opfer fallen und immer irgendwie hinter der Musik herlaufen und dann, was mir Schlimmes widerfahren ist. Nochmal. Der liebe Gott führt auch mit dir nichts Böses im Schilde, auch mit mir nichts Böses im Schilde, aber es braucht Gottvertrauen. Du brauchst schon so einen Draht dazu und darfst ihn nicht ignorieren und dann hinterher dich wundern, dass er dich auch ignoriert hat. Und deswegen möchte ich beginnen mit einer schönen Geschichte. Ich habe sie schon mal erzählt. Die aufmerksamen Zuhörer von euch werden sie kennen. Für viele wird sie neu sein. Und es ist eine Geschichte aus dem Leben, aus dem Alltag und betrifft einen meiner Freunde. Ein Freund von mir, ein ganz normaler Junge, Familienvater, Arbeiter,
Wenn der essen geht mit seiner Familie und mit seinen Freunden oder auch mit mir, dann geht er immer ins selbe Restaurant, zu einem Griechen. Auch immer denselben Griechen. Also nicht, dass er geht immer nur zu Griechen, sondern geht immer ins selbe Restaurant. Warum macht er das? Die Erklärung ist plausibel und nachvollziehbar. Er sagt, da weiß er, dass es schmeckt, da stimmt auch das Preisverhältnis und dann bezahlt er eben auch gerne, weil er weiß, dass es schmeckt. Gehe jetzt nicht so weit, weil ich das nicht genau weiß, ob er auch immer dasselbe Gericht ist, immer dasselbe Menü möglich, weiß ich aber nicht genau, aber es ist immer dasselbe Restaurant. Der probiert nie was anderes aus. Und seine Erklärung, warum er nichts anderes ausprobiert, ist ebenfalls plausibel. Er sagt, wenn ich was anderes ausprobiere, ein Thailänder, Chinese, Italiener, Ristorante, Pizzeria, dann weiß er ja nicht, ob es ihm da schmeckt und ob das gut ist. Und gesetzt den Fall, dass es ihm nicht schmeckt und nicht gut ist, muss er ja trotzdem bezahlen. Und schon sagt er, nö, das Risiko gehe ich erst gar nicht ein, dann ärgere ich mich ja doppelt. Erstens, dass es nicht schmeckt und zweitens, dass ich auch noch bezahlen muss. Dann gehe ich lieber wieder zu meinem Griechen, da weiß ich, dass es schmeckt und dann bezahle ich es auch gern. Diese Logik hat ihre Berechtigung. Ich persönlich bin anders. Es ist natürlich auch eine Frage der Meinung und der Haltung und des Wesens. Jedenfalls war ich mit ihm zusammen auf einem Kreuzfahrtschiff. Und für die, die sich ein bisschen auskennen, ihr wisst ja, Kreuzfahrtschiff, ne, bezahlst du so wie im All-Inklusiv-Hotel einen Betrag und dann kannst du da alle Restaurants benutzen, ausprobieren, egal wie viel du isst, wie oft du isst, alles im Preis inkludiert. Und da hat mein Freund sich wohlgefühlt. Pudelwohl. Der konnte jetzt alle Restaurants ausprobieren, auch auf die Gefahr, dass es ihm nicht schmeckt. Und interessanterweise hat ihm sogar am besten gefallen die spanische Tapas-Bar, weil dort hat er noch 20 verschiedene Tapas-Gerichte gehabt und konnte die, die ihm nicht geschmeckt haben, so wegschieben, so kleine Portionen eben. Und die, die ihm geschmeckt haben, hat er nachbestellt, nachbestellt, nachbestellt. Wenn das Kreuzfahrtschiff nicht nach einer Woche wieder am Hafen gewesen wäre, würde der heute noch da sitzen in der Tapas-Bar. Er war der glücklichste einer. So, jetzt lebt er aber nicht auf dem Kreuzfahrtschiff. Man ist wieder im Alltag und ihr kennt die Geschichte, wie sie jetzt weitergeht. Klar, der geht halt zum Griechen. Sonst nirgendwo hin. Bis zur nächsten Kreuzfahrt. Keine Ahnung. Wann? Und jetzt stellen wir uns hier mal in diesem Webinar als Eröffnung von unserem Kickoff 2026, als Eröffnung von unserer Zen-Philosophie, als Eröffnung zu unserem Thema der Leihgabe. Mal einfach die Frage, bevor wir das jetzt bewerten, der ist verrückt oder hat er recht oder finde ich gut, finde ich nicht gut, haben wir ja ein Problem. Und die Frage ist, wie sieht die Lösung aus? Wie können wir ihm jetzt helfen? Zumindest, dass er vielleicht noch ein zweites Restaurant findet, vielleicht noch einen anderen Griechen oder mindestens einen Italiener, wo er sagt, ja, das ist auch gut. Wo er ja alleine nie hinkommt. Wie können wir dieses Problem, diese Herausforderung lösen? Habt ihr eine Idee? Ich habe eine. Die da lautet, ich bezahle. Ich leihe ihm 100 € für irgendein Restaurant. Ich bestimme das Restaurant. Ich sage, pass auf, mein Freund, du gehst morgen Abend nicht zu deinem Griechen, sondern du gehst morgen Abend zum Thailänder. Ich bezahle. Und wenn es dir schmeckt und du begeistert bist, zumindest so wie bei deinem Griechen, dann bezahlst du selbst. Ansonsten, falls es nicht schmeckt,
und du nicht zufrieden bist, bezahle ich es. Wäre eine Idee, oder? Und jetzt versetzt du dich bitte für einen Moment in diese Situation, als wärst du derjenige. Was würdest du denken? Würdest du sagen, nee, danke, lass mich nicht einladen, ich gehe weiterhin zu meinem Griechen, da bin ich glücklich? Einverstanden. Oder vielleicht sagst du, ja, warum nicht? Gute Idee, cool, schick mal die 100 Euro, ich guck mal, was hier so alles gibt bei uns in Berlin, in München. Gibt nicht nur Thailänder, Chinesen, Italiener und Jugoslawen und McDonald's. Und egal was passiert, ob es dir nun gefällt, dann darfst du es selbst bezahlen, weil du ja zukünftig dann nicht nur zu deinem Griechen gehst, sondern dann eben auch zu deinem neuen Jugoslawen. Oder es schmeckt dir nicht und dann so, Hauptsache satt, habe ich es halt eben bezahlt. Was ist dein Empfinden? Ist da noch so ein Hauch Freude, Dankbarkeit? Hm? Und das, Freunde, was ich gerade beschrieben habe, ist nichts anderes als unsere Philosophie und unser Konzept der Leihgabe. Dass wir einfach Menschen behilflich sind, aufgrund ihrer vielen schlechten Erfahrungen, in diesem Fall Restaurant schlechte Erfahrungen, die ihn immer wieder zum Griechen dann geführt haben und er irgendwann aufgegeben hat, dass wir dir behilflich sind, eine neue Sache, eine neue Philosophie, eine neue Herangehensweise auszuprobieren, ohne Risiko, ohne eigenes Geld. Huh. Denn normalerweise, wenn ihr alle normale Menschen wärt, das Gegenteil von normal ist, hm? Wenn ihr also nicht, sondern normale Menschen wärt, auf gut Deutsch, ihr wärt normale Menschen ohne schlechte Erfahrungen, ohne Schiffbruch, ohne Scheidung, so jungfräulich, kommt ins Leben, verliebt euch, wow, tolle Frau, toller Mann, äh, schon trägt er denselben Parfümduft wie der Ex, war es das schon wieder? Was kann denn der Neue dafür, dass er ausgerechnet das gleiche Parfüm trägt wie dein Ex? Ihr wisst, was ich meine. Wichtig, Freunde, die ganzen schlechten Erfahrungen im Privaten, in Beziehungen, in Urlaubsreisen, in Hotels, in Restaurants haben dazu geführt, dass du eben nicht mehr normal bist. Du bist nicht mehr jungfräulich, freudige Erwartung, dankbar, begeistert. Nee, du hast keinen Bock mehr auf weitere schlechte Erfahrungen. Denn wenn du normal wärst und dir bietet jemand an, dein Geld zu verdoppeln innerhalb von 8 bis 10 Tagen, wäre die normale und gesündeste Reaktion, dass du alle Kröten zusammenkratzt, die du zusammenkratzen kannst. 800 Euro, 200 Euro aus dem Sparschwein mit dem Hammer gesprengt, die Münzen gesammelt, zur Bank überwiesen. Danke, danke, danke für diese Chance, mein Geld zu verdoppeln in 8 bis 10 Tagen. Hier kann ich noch 1000 Euro hinterher schicken. Ich habe noch ein Sparbuch aufgelöst und da noch Aktien verkauft. Ja, nee, du hast nicht mal 100 Euro zum Verdoppeln in 8 bis 10 Tagen, weil du die Hose voll hast. Du hast die Hose voll und bist pleite. Doppelt bestraft. Da kann ich hier daherkommen und erzähle was von goldenen Vitrinen, goldenen Landschaften und Geldverdoppelung in 5 Tagen. Du wirst sagen, nö, ich gehe nur zum Griechen. Den Adonis-Teller oder wie die da so heißen. Akropolis, Salatplatte. Jo, bis dir der Salat aus den Ohren rauskommt. Unser Konzept
Und das ist deswegen wichtig, weil du derjenige bist, der dieses Konzept in die Welt trägt. Du bist nicht derjenige, der sich satt isst beim Griechen, sondern du bist derjenige, der diesen Griechen empfiehlt. Oh, ja, das ist deine Aufgabe. Oder was glaubst du, warum ich dir dein Geld verdopple? Weil du so schöne Augen hast? Weil du so schöne Augenbrauen hast? Warum soll ich dir dein Geld verdoppeln? Who the fuck, wer bist denn du? Heute feierst du mich als, oh, danke Dieter, toll. Und übermorgen bin ich das größte Arschloch. Soll ich euch die Nachrichten zeigen? Von denen, die heute der Meinung sind, dass ich das allerletzte bin, die mich aber vor 2 Monaten gefeiert haben. Als Messias, als Retter. Und kaum sage ich, nicht nur essen beim Griechen, sondern erzählen, dass es diesen Griechen gibt. Das ist ja ganz neu. Neue Regel. Meine Freunde, diese Regel gibt es schon seit über 10 Jahren. Vielleicht sind manche verwöhnt. Hm? Vielleicht haben manche, weil sie wussten, wenn sie zum Griechen gehen und es schmeckt ihnen richtig lecker, dass sie das sowieso 20 Leuten erzählen. Oh, ich war gestern bei meinem Lieblingsgriechen, es war wieder so toll. Ohne was dafür zu kriegen. Oder wenn es nicht gut war, erzählen sie es nicht nur 20 Leuten, sondern 40 Leuten. Oh, vor dem Griechen muss ich warnen, da kannst du nicht hingehen und Bewertungen schreiben. Stimmt's? Und wenn wir jetzt hingehen und bezahlen dir das Essen beim Griechen, hast du vielleicht die Aufgabe vergessen. Hm? Nur weil ich dir dein griechisches Essen bezahle, heißt das nicht, dass es nur darum geht, dass es dir schmeckt. Es geht darum, dass du der Welt erzählst, dass es diesen Griechen gibt. Oh, Entschuldigung, habe ich irgendwie überlesen. Nicht gehört, mir mein Gastgeber nicht gesagt. Ich dachte, ich muss nur essen. Ja, nie zu spät aufzuwachen. Spätestens jetzt muss klar sein, auch wenn du jetzt langsam Hunger hast und gleich überlegst, ob du noch schnell zum Griechen fährst. McDonald's hat immer rund um die Uhr geöffnet. Vielleicht gibt es da ja auch den Thessaloniki Burger. Ist diese Geschichte wunderbar, A, zu erklären, welche Begeisterung gefragt ist, welche Dankbarkeit gefragt ist, in einem Konzept der Leihgabe und was deine Aufgabe ist. Dankbarkeit, Freunde, ist die einzige natürliche Reaktion, die es gibt, wenn man geholfen bekommt. Ich weiß, es gibt welche, die sind so einfach so scheiße drauf und die denken, allein weil es ihnen schlecht geht, gehört ihnen geholfen. Von wem auch immer. Von Donald Trump oder Sozialamt, Bürgergeld. Weiß ich nicht, was man sich so vorstellt. Bloß, dass welche denken, wir könnten die Welt erobern mit Skepsis, mit Misstrauen, mit angezogener Handbremse, mit, ja, muss ich erst mal gucken, ob es klappt. Jeder bekommt eine Leihgabe. Jeder. Und sobald du die Leihgabe hast, bekommen hast, ist das der Beweis dafür, dass das stimmt. Dass ein wildfremder Mensch einem Wildfremden, nämlich dir, Geld leiht. Und wenn du dich wunderst, wunderst du dich vielleicht zurecht, dass dir einer Geld leiht. Aber damit ist der Beweis erbracht, dass das stimmt, was wir hier erzählen. Und alle, die hier dabei sind, haben eine Leihgabe bekommen. Sonst wären sie nicht dabei. Gut, gibt vielleicht den oder anderen, der wollte keine. Der ist mit eigenem Geld gestartet. Aber auch er hätte eine Leihgabe bekommen. Manche haben Leihgabe bekommen und haben noch eigenes Geld dazugepackt. Die haben beides, eigenes Geld und Leihgabe. Aber mit dem Erhalt der Leihgabe ist das Konzept der Leihgabe bewiesen. Ein für alle Mal. Und solange ich hier nicht sitze und sage, Leihgabe ist vorbei, gibt keine Leihgabe mehr,
gibt keine Investoren mehr. So lange besteht dieses Konzept der Leihgabe. Und deine Aufgabe ist es, dieses Konzept in die Welt zu tragen, also den Menschen zu erzählen, ja, auch du da draußen kriegst eine Leihgabe. Bis auf die Gestörten, die nicht normalen. Die fangen jetzt an mit der Verdopplung. Was in Gottes Namen hat die Verdopplung mit der Leihgabe zu tun? Deine Aufgabe ist es nicht, in die Welt zu gehen und Verdopplungen zu versprechen, Verdopplungen zu verteilen, sondern Leihgaben. Also nur das zu erzählen, was du selbst bekommen hast. Leihgabe. Denn diese Leihgabe, die du einem anderen ermöglicht, bedeutet ja auch für ihn, dass er risikolos startet. Und merkt ihr, wie dämlich es ist, wenn mich einer anschreibt und sagt, ja, Leihgabe habe ich bekommen. Ja, ich habe die auch weitergeleitet für die Verdopplung. Aber ich kann ja erst dann Leute auf die Leihgabe einladen, wenn ich meine Verdopplung bekommen habe. Merkt ihr was? Überhaupt nichts kapiert. Die haben dieses faszinierende, wunderschöne, federweiche Bett der Leihgabe überhaupt nicht verstanden. Dumm. Was anderes wäre es, wenn es keine Leihgabe geben würde. Du mit eigenem Geld starten müsstest, mit eigenem Geld gestartet bist. Keine Leihgabe. Eigenes Geld gestartet für Verdopplung. Und deine Aufgabe wäre es jetzt, Menschen davon zu erzählen, die einzuladen. Wozu kannst du die dann nur einladen? Natürlich nicht zur Leihgabe, weil es ja keine gibt. Also müsstest du die Leute einladen zur Verdopplung mit eigenem Geld. Kannst du dir schon mal die Frage stellen, wie viele Leute du hättest, wenn die alle mit eigenem Geld starten müssten? Da wäre deine SP wahrscheinlich 0,00000. Also wenn du mit eigenem Geld starten müsstest und Menschen einlädst, zu uns mit eigenem Geld zu starten, dann ist richtig. Das kannst du erst tun, wenn du dein eigenes Geld verdoppelt hast. Dann kannst du sagen, okay, klappt. Also kann ich Menschen einladen, mit eigenem Geld zu starten, damit die auch ihr eigenes Geld verdoppeln. Aber das sind wir nicht. Wir sind in der wunderschönen Situation, eine Leihgabe selbst genießen, in Anspruch nehmen zu können. Und die einzige Reaktion auf eine erhaltene Leihgabe kann nur was sein? Dankbarkeit, weil sonst da draußen keine Sau dir nur 50 € leiht. Mir auch nicht. Fremde. Wir reden von Fremden, weil der Investor ist ja fremd. Der kennt dich ja nicht. Der sieht dein Profilbild, Kaktus, Motorrad, italienische Flagge, ukrainische Flagge. Oder? Also versteh bitte. Und damit sind wir bei der Philosophie. Unsere Philosophie lautet, geben ist seliger denn nehmen. Du gibst anderen Leuten die Chance auf eine Leihgabe. Daher die Frage, bist du in der Lage, einem anderen Menschen 100 € zu leihen? Nicht eigenes Geld. Du hast ja gar keins. Bist du in der Lage, einem anderen Menschen 100 € zu leihen? Bist du in der Lage, einem anderen Menschen Gutes zu tun? Bist du in der Lage, einem anderen Menschen eine Chance zu geben, die risikolos ist für ihn, zu starten? Weil du insgeheim weißt, der hat nämlich auch kein Geld. Bist du dazu der Lage von deiner Mentalität her oder bist du den ganzen Tag blockiert im Kopf mit dem Gang, was habe ich denn davon, was kriege ich denn dafür, kriege ich zuerst meine Provision und erst nach 8 Verdopplungen kann ich überhaupt erst mich entfalten. Also nie. Bist du in der Lage, einem anderen Menschen 100 € zu leihen. Nicht eigenes Geld, sondern von unserem Investor. Du bist nur der Vermittler. Kannst du diese Chance vermitteln? Kannst du diese Chance verschenken? Ich gehe gar nicht so weit, sagen, du verschenkst 100 €, weil die kriegen eine Verdopplung. Wir reden gar nicht von Verdopplung, wir reden nur von der Leihgabe. Du selbst beantragst eine Leihgabe und bekommst die. Spätestens dann erwarte ich von dir eine gelebte Dankbarkeit, die sich so bemerkbar macht, dass du ratzifatzi eine SP-Zahl von 10 hast. 10 Leuten, denen du auch diese Chance
auf unkomplizierte, kostenfreie, gebührenfreie Leihgabe ermöglicht. 10 Leuten 100 € leihen. Nicht deine 100 € mal 10, also 1000 €, sondern von dem Investor. So als hättest du so einen reichen Onkel, der deinen Freunden Geld leiht. Kannst du das oder kannst du es nicht? Das ist die Frage. Das ist die einzige Frage, um die es hier geht. Wenn nicht, wenn du nicht in der Lage bist, der Welt zu erzählen, dass es uns gibt, wenn du nicht in der Lage bist, Menschen diese Chance auf Leihgabe zu vermitteln, dann bist du in diesem Konzept der Leihgabe falsch. Dann musst du dir das eingestehen, dass du niemanden kennst. Oder von allen, denen du kennst, dass da keiner mehr auf dich hört. Wegen nicht normale Menschen, alle schlechte Erfahrungen gemacht, alle misstrauisch, alle Angst, alle kein Geld, wollen alle mit dir nichts mehr zu tun haben, musst du dir eingestehen. Denn nur wenn du dir ein Problem eingestehst, kann man eine richtige Lösung finden. Okay? Versteht ihr das? Das ist nichts Schlimmes. Ich kann da nur eine Lösung finden, wenn ich das Problem richtig kenne. Ja? Also, kein richtiges Problem dargestellt, kann die Lösung nur falsch sein. Wenn du also weißt, du bist nicht in der Lage, 100 € Leihgabe zu verschenken, dann musst du das dir eingestehen. Wahrheit und Klarheit. Und nicht da rumeiern und rumerzählen und ja und erst und sobald ich 8 Verdopplungen habe, dann werde ich die Welt erobern. Gar nichts wirst du. Wenn du nach dem Erhalt einer Leihgabe nicht innerhalb kürzester Zeit eine SP10 aufbaust, dann bist du eine Pfeife für dieses Konzept. Und das ist keine Beleidigung und kein Angriff. Ich kenne dich ja gar nicht. Was soll ich dich beleidigen oder attackieren? Nein, ich versuche dir nur die Wahrheit vor Augen zu führen, dass du an der richtigen Stelle an der Lösung arbeitest. Sobald ich 5.000 € Fixum habe, werde ich die Welt erobern. Warum denn nicht schon vorher? Warum nicht schon vorher die Welt erobern und denen, die dir 5.000 € leihen, auszahlen, wie auch immer, sollen diese Auszahlung erleichtern? Warum nur Versprechungen? Dann zeig doch, was du kannst. Denn was du vor den 5.000 nicht kannst, kannst du auch danach nicht. Wie wir erfahrungstechnisch immer wieder sehen können. Vollgas, Freunde. Leihgabe beantragen, gibt es nur 2 Möglichkeiten. Bekommen oder nicht bekommen. Aber wenn du sie bekommst, nicht im Wald spazieren gehen. Vor lauter Glückseligkeit. Sondern wir sind auf Expansion. Wir sind auf Expedition. Du und ich haben eine Aufgabe. Wir machen jetzt aus 6.000 20.000. Lass es 30.000 werden oder nur 15.000. Es ist, wie es ist. Sobald du eine Leihgabe bekommen hast, will ich nur noch vor lauter Dankbarkeit eine Dankbarkeitsstaubwolke sehen an Aktivität. Natürlich kriegst du von 80% der Leuten einen auf die Fresse. Geht mir doch nicht anders. Die Welt ist böse. Ja, aber es ist ein Ausleseverfahren. Wir sieben Menschen, wie andere Menschen Sand sieben. Es gibt die passenden und die unpassenden. Das ist ja kein Drama. Es gibt Leute, die heiraten dich und Leute, die heiraten dich nicht. Und bei manchen kannst du im Nachgang froh sein, dass sie dich nicht geheiratet haben. Hm? Kennt ihr den Witz? Wo ein Mann sagt, Schatz, weißt du noch, die Kneipe, wo wir uns kennengelernt haben? Sagt, ja klar. Sollen wir morgen Abend, Samstagabend, da mal hingehen, einen trinken in unsere alte Kneipe, wo wir uns kennengelernt haben? Sagt sie, ja, und warum? Sagt, ja, wäre doch cool, dann können wir doch nochmal, wir können es doch nochmal so nachspielen wie vor 20 Jahren. Dann tun wir so, wie wir das, als würden wir uns nicht kennen und als würden wir uns kennenlernen. Hm? Sagt die Frau, ich mache doch nicht zweimal denselben Fehler. Hm? Man muss auch das Leben mal ein bisschen locker sehen und mal ein bisschen mit Humor, oder?
Zen-buddhistische Heiterkeit mit Hang zur Albernheit. Wo bitte findest du ein Geschäft, was leichter ist wie das hier, nämlich Leihgaben zu verschenken? Muss ja nicht. Zwingt sich ja keiner zu. Kann so weiter verkaufen. Kerzen, Heißluftfritteusen, Thermomixer, Staubsauger. Kann selber Krypto-Trading machen. Forex und wie sie alle heißen, die pleite gehen. Kann so weiterhin hoffen auf Kryptex und Scheißetex. Bitte. Leichter wie das hier. Geht nicht. Gestehst dir ein. Und wenn es für dich unmöglich ist, weil du niemanden kennst, dann musst du raus aus dieser Situation. Am besten, du gehst jetzt gar nicht hinein. Aber wenn du drin bist und merkst, ist für mich doch nicht so einfach, hm? Weil es gibt ja welche, bei denen es funktioniert. Sonst wird es uns ja nicht geben, oder? Hm? Also, es muss ja nur bei einem funktionieren, ist ja der Beweis, dass es funktioniert. Der Rest ist nur Quote, der Rest ist nur Anzahl der Wiederholungen. Und wenn es bei dir nicht funktioniert, liegt es daran, dass du es einfach nicht machst. Oder bei denen, wo du es gemacht hast, die gesagt haben, nee, das ist nichts für mich. Nichts Schlimmes, es ist völlig in Ordnung. Dann musst du raus aus der Situation und dann erkennst du plötzlich das Motiv der Investoren. Die Investoren sind nämlich alles Leute mit Geld, ohne denen jetzt zu nahe treten zu wollen. Die haben keine Freunde. Oder sie haben schon so viel Schiffbruch erlitten, dass sie erkannt haben, ihre Freunde wollen mit ihnen nichts mehr zu tun haben. Die sind gar nicht in der Lage, jemanden eine Leihgabe zu vermitteln. Sie hätten die, sie könnten die selbst jemandem geben, aber sie haben selbst da niemanden. Hm? Also deine Aufgabe ist ja im Moment, eine Leihgabe zu vermitteln, nicht mit deinem Geld, sondern mit Geld von jemand anderem. Und jetzt stell dir vor, es wäre dein eigenes Geld. Oh, mal angenommen, du hättest genug. Hm? Und du müsstest jetzt mit eigenem Geld jemanden finden, dem du 100 € leihst. Und dann erkennst du, oh, gibt es auch keinen. Und deswegen ist der Investor dankbar, wenn es eben die anderen gibt, die ihm diese Leute besorgen. Und wenn du auch zu dieser Gruppe zählst, die niemandem erzählen können, dass es uns gibt, weil sie einfach niemanden kennen, dann musst du in die Gilde der Investoren. 100 €. Da geht's los. 100 eigene Euro, die du durch uns einem Wildfremden leihst. Wir sichern das ab, keine Sorge. Da gibt es immer wieder welche, die das abgreifen. Ne? Die haben noch weniger kapiert. Bitte lachen wir drüber. Wir ersetzen dir das dann. Keine Sorge, dir gehen deine 100 €, die du verleihst, nicht verloren. Aber Tatsache ist, jetzt plötzlich unterstützt du zum ersten Mal unser Konzept, nämlich der Welt zu erzählen, dass es uns gibt. Und du lässt andere für dich arbeiten. Besser gesagt, du lässt dein Geld für dich arbeiten. Kriegst die 100 € wieder, kannst du sie wieder einem anderen verleihen, kriegst sie wieder, kannst du wieder einem anderen verleihen. Und jedes Mal gibt es 50 € Sonderprämie. Sonderprämie heißt SP, deine SP-Zahl steigt und es priorisiert dich in allen anderen Bereichen. Einfach. Immer wieder gibt es welche, ich will aber zum Griechen essen gehen. Ja, dann geh doch. Wer hindert dich denn daran? Dann mach alles in deinem Leben weiterhin so wie bisher und dann ignorierst du einfach diese Gelegenheit und diese Chance hier und dann ist das hier eben auch nichts für dich. Und im Jahr 2026 wird sich das eben ändern. Nichts an den Konditionen, nichts an den Aufgaben, sondern einfach, dass wir mehr hinweisen auf die Philosophie. Denn ohne die Philosophie klappt das nicht. Was bedeutet denn die Philosophie? Die Philosophie bedeutet, diese Welt ist im Umbruch da draußen. Die Welt des Zwielichts. Und gerade wir in Deutschland,
sind ein bisschen schlecht vorbereitet auf diesen Umbruch. Denn der Umbruch kannst du dir anschauen, wenn du durch die Welt reist. Du kannst das in Amerika sehen, du kannst das in Dubai sehen. Die Welt teilt sich auf in zwei Lager, in Arme und in Reiche. Das kennen wir nicht. Wir kennen diese Mittelschicht, in der wir sind, und die löst sich gerade auf. Die in der Mittelschicht sind, die rutschen alle, bis auf wenige Ausnahmen, in den Bereich der Armen. Die merken es gar nicht, aber sie rutschen und wenige schaffen es auf die andere Seite zu den Wohlhabenden. Dubai Stadt, Dubai City, hat 5 Millionen Einwohner. Und was verbinden wir mit Dubai? Wir verbinden Dubai mit, ja, die Stadt der Reichen und der Schönen, der Multimillionäre, der Rolls-Royce, der Wolkenkratzer, der Penthouse-Wohnungen, der attraktiven Frauen und Dubai Mall und tolle Geschäfte und viel Geld und Ausgeben und tolles Wetter. Von 5 Millionen Einwohnern in Dubai sind 4 Millionen Pakistanis und Inder. Da sind keine Millionäre. Penthouse, Rolls-Royce. Das sind die, die den 1 Millionen die Fenster putzen, die Wohnung putzen. Und vielleicht ist dir das mal aufgefallen, auch wenn du in Deutschland unterwegs bist, kannst du dir diese ganzen Jobs sehen, die die Betreffenden ausführen, das selbst gar nicht merken, weil sie einfach auch Geld verdienen wollen, meinetwegen sogar glücklich sind über das Geld, was sie verdienen. Aber sie machen im Prinzip Arbeit für andere. Wir erkennen das frühestens oder eigentlich immer erst so in Pflegeberufen, wenn dann so ein Pfleger so einen bettlägerigen, Schwerstbehinderten oder Senior waschen muss, im Bett wenden muss, füttern muss, duschen muss. Dann denken wir, das ist ein Job für andere. Nee, Freunde, die Regale einräumen im Supermarkt, an der Kasse sitzen, tipp, tipp, tipp. Das sind alles diese Hilfsjobs. Und damit wird das nichts. Dann bist du einer von den 4 Millionen in Dubai. Und der Punkt ist der, die Einkommen werden prozentual an den Lebenshaltungskosten sinken. Da ist nichts mit Wohlstand. Das heißt, der Lebensstandard wird sinken, weil nämlich dein Gehalt nicht steigt, aber die Mieten steigen und die Lebensmittel, die du selber einräumst ins Regal, werden für dich unerschwinglich. Ist euch mal aufgefallen, dass wenn wir sagen, wir haben eine Krise, eine Wirtschaftskrise. Mir selbst ist das erst die Tage aufgefallen. Ich lief hier so durchs Dorf abends, war schon dunkel, die Geschäfte hatten noch auf. Dann sehe ich diese Reisebüros. Ich weiß gar nicht, wie viele Reisebüros hier gibt, gefühlt 5, 6 Stück. Und dann habe ich mir so überlegt, auch wenn wir doch in einer Krise sind, dann müssten doch eigentlich diese ganzen Reisebüros hops gehen, so Konkurs, Bankrott, Pleite, weil wenn Krise ist, kann ja keiner mehr reisen. Dachte ich so. Aber nein, den Reisebüros geht's gut. Da macht keiner Pleite. Die machen ihren Umsatz. Und dann kann die Antwort doch nur folgende sein, dass die, die früher gereist sind, im Vergleich zu denen, die heute reisen, es sind dieselben Leute, nämlich Wohlhabende. Und die, die jetzt diese Wirtschaftskrise trifft, die sind früher nicht gereist, also fallen die auch nicht weg als Reisende, die sind früher nicht gereist und die reisen heute nicht. Die, die reisen, sind die Wohlhabenden. Die sind früher gereist und die reisen jetzt und deswegen ist der Umsatz für ein Reisebüro verändert sich nicht zum Nachteil. Genauso wie eine Firma wie Rolex, Rolex-Uhren. Die verkaufen auch nicht früher mehr Uhren und jetzt weniger. Die verkaufen immer gleich viele Uhren, weil die, die kein Geld haben, haben sich früher schon keine Rolex gekauft. Und die jetzt noch weniger Geld haben, wie schon vorher, die können sich immer noch keine Rolex kaufen. Und so ist das auch mit dem Reisebüro. Aber die, die kein Geld haben, wenig Geld haben, die also nie gereist sind oder auch jetzt nicht reisen, also nicht als Kunde wegfallen vom Reisebüro, die kaufen Lebensmittel. Und da sehen Sie, was die Kosten gesteigert und dass es immer weniger wird.
was übrig bleibt. Und deswegen, Freunde, kann das hier nur ein Appell sein, als Hinweis. Ihr müsst raus aus diesem Mangel. Und jetzt erwarte nicht, dass irgendein Investor dir eine Million leiht, damit du dann eine Million verdoppeln kannst und dem dann die Million zurückgeben kannst und dann geht es dir auch gut, dann bist du auch wohlhabend und Investor. Nein, es ist nur der erste Schritt, indem man dir hilft. Und am Ende guckt man nur, ob du dankbar bist, um dich weiter zu unterstützen, um dich weiter zu pushen. Aber dein Potenzial ist es dann einfach der Welt zu erzählen, dass es uns gibt, das ist das ganze Konzept. Wenn wir von 1000 Passagieren von uns gewachsen sind am Ende des letzten Jahres auf 6000. Im Moment ist so, im Moment kommen am Tag so 50 neue hinzu und 70 hören irgendwie auf. Wobei wir halt im Moment auch so mit einem eisernen Besen so die alle, die gründlich meckern, nörgeln und sich nicht auf die Philosophie einlassen können, kehren wir gerade raus. Wir sind doch auf 6000 Leute gewachsen, doch nur aus einem einzigen Grund. Weil irgendeiner es irgendeinem erzählt hat. Oder? Jeder, der hier dabei ist, hat doch einen Gastgeber über sich. Jeder, der hier dabei ist doch von irgendjemandem eingeladen worden. Wenn wir wachsen von 6.000 auf 15.000, auf 20.000, auf 30.000, entsteht das doch aus diesen 6.000. Natürlich ist es immer so, aktiv sind immer nur 10%, 600. Und spontan sind vielleicht schon wach für 2026 100. Aber das reicht. 100 Menschen, die bereit sind, die Chance zu ergreifen. Top 100, VIP, Kickstart. Das ist unsere Mission. Deine Mission, mein Job. Und deswegen habe ich mir so überlegt, wie kann man denn das, was bisher so alles gelaufen ist, an Angebot für dich, völlig losgelöst davon, ob du es schon in Anspruch genommen hast oder nicht, ob du schon eine Leihgabe erhalten hast oder nicht, ob du Leihgaben schon verteilt hast, eine hohe SP-Zahl hast, ob du schon SP-Prämien erhalten hast, ob du Verdopplung bekommen hast, ob du die zweite, dritte, vierte, fünfte Verdopplung hast, ob du schon ein Fixum bekommen hast, ob du beim Fixum dabei bist. Völlig losgelöst. Einfach nur das Angebot. Wie kannst du dieses Angebot, was wir dir machen, über deine Begeisterung, über deine Dankbarkeit an uns zurückgeben? Und jetzt wird es spannend. Das ist ganz einfach. Nicht indem du Hurra schreibst, applaudierst, ein Herzchen sendest, sondern indem du Geld schickst. Dass du nochmal zeigst und sagst, ich fördere und unterstütze die gesamte Sache. Ich rede nicht davon, dass du 100 Euro in die Hand nimmst als Investor, um sie einem anderen zur Verfügung zu stellen. So viel Großmut erwarte ich nicht mal. Kannst du gerne auch tun. Aber das ist nicht das, was ich meine mit Kickstart Top 100. Ich möchte die 100 Leute sehen, die sagen, wir gehen den Weg mit dir. Wir gehen diese Expedition durch und packen nochmal 100 Euro in eine Verdopplung. Parallel zu dem, was läuft. Du nimmst also nochmal 100 Euro, schickst die uns, mein Gegenversprechen, innerhalb von 4 Tagen kriegst du 200 zurück. Keine SP, nichts. Einfach nur als Geste der Wertschätzung und der Dankbarkeit dessen, was bisher gelaufen ist, um zu zeigen, dass du es erkannt hast. Wenn nicht, lass es. Ich will deine 100 Euro nicht haben. Also jetzt wieder nicht irgendwo bei Tante Erna dir 100 Euro leihen. Bitte nicht. Sondern dass du sagst, geile Geschichte, ich möchte hier ganz vorne mit dabei sein und deswegen Top 100. Ich habe es ja schon mehrfach gesagt, zeigt euch, damit wir euch sehen, dass wir wissen, okay, das sind die, auf die können wir zählen, die wollen mit uns marschieren. Im Gegensatz zu denen, die, ja, bevor ich nochmal 100 Euro schicke, bräuchte ich aber erst mal meine Verdopplung
Und dann könnte ich eventuell, je nachdem, und meine Leute überzeugen. Vergiss es einfach. Okay, du hast es nicht verstanden, du wirst es auch nicht verstehen. Wer sich diese Mühe macht, zu erklären, warum nicht, der hätte sich besser mal Mühe gemacht, zu überlegen, warum. 100 € Leihgabe bekommen, hurra, 3 Millionen Leute Leihgaben vermitteln. Wir reden nicht von Verdoppelung. Bei denen. Die müssen das erstmal lernen. Aber wenn du es verstanden hast und sagst, jawohl, ich stehe zu der Sache, ich finde das geil. Hm? Und Gesetz, du hast noch ein bisschen Geld, ne? Also nochmal, ich will nicht, dass du dir irgendwo Geld leist, weil das ist immer Mangel. Aber wenn du noch so ein paar 100 € da rumliegen hast, dann nimm 100 € davon, schick sie uns. Kickstart, Top 100. Ich will 100 Leute haben, die 100 € schicken, denen wir innerhalb von 4 Tagen 200 zurückschicken. Einfach so. Hm? Und dann kannst du sehen, was du machst. Kannst du wieder schicken oder in deine andere Geschichten mit einfließen lassen. Egal. Ich will sehen, wen wir pushen können, wen wir pushen sollen, wen wir pushen wollen. Das ist einfach alles. Und könnt ihr das schon hören, wie viele schon. Steht doch nicht schon wieder 100 €. Ich bin schon im Tag 23, warte auf meine Verdopplung. Hm? Wenn dann Backoffice 2 fragen, wie sieht denn deine SP-Zahl aus? SP-Zahl hat man mir noch nicht zugeteilt. Die haben nichts gelesen, die waren in keinem Webinar, nerven Backoffice 2, schreiben, nee, Backoffice 2 liest noch nicht mal meine Nachrichten. Ja, steht doch auf der Hauptseite, dass Backoffice 2 keine Nachrichten liest. Das ist ja nicht deren Job. Backoffice 2 ist nur, um deine Daten zu hinterlegen und wenn die brauchen, dass sie die dann da finden. Deswegen schaffen wir auch diese Backoffice, diese Help-Offices ab, weil alles ist auf der Telegram-Hauptseite erklärt oder in den Webinaren. Und was wir auch als Neuerung platzieren, ist, dass es keine Videoaufzeichnungen mehr gibt. Hm? Nur von den entscheidenden, wichtigen Videos, die laden wir auch bei YouTube, damit ihr den Untertitel habt in eurer Landessprache. Aber hier, ich gucke mal morgen in Ruhe die Videoaufzeichnung an. Ähm, oder Help Office, ich habe da mal eine Frage. Nee, Freunde. Es gibt eine Verdopplung und es gibt eine Leihgabe, es gibt eine Sonderbremse, es gibt ein Fixum für diejenigen, die unsere Sache hier mit nach vorne bringen. Punkt. Okay? Also, wenn du Lust drauf hast, dann schreib eine kurze Nachricht, wohin du die 100 € oder USDT schickst. Weißt du, unsere Kryptoadressen kennst du, stehen auf der Hauptseite bei Telegram. Und dann marschieren wir zusammen ins Jahr 2026. Aber bitte nur dann, nur bitte. Wenn du das alles, worüber ich hier heute Abend gesprochen habe, verstanden hast, dem zustimmen kannst, sagst, ja, sehe ich genauso, finde ich gut. Und wenn nicht, dann bitte nicht. Okay? Ja, das war's schon für heute Abend. Ich wünsche dir ein cooles, entspanntes, stilles Wochenende. Vielleicht gehst du jetzt doch noch zum Griechen essen oder in die Cocktailbar. Ich überlege mal so. Ich kann nur sagen, es hat mir auch heute Abend hier wieder richtig viel Spaß gemacht. Und das ist doch am Ende des Tages, worum es geht. Alles andere wird sich zeigen. Danke, liebe Grüße, macht's gut. Wir sehen uns in einem anderen Jetzt. Bleibt heiter. Tschüssi. Danke für deine Zeit.